What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Metal Leute, this is the story of Drachenlord. Hardly anyone had actually believed in Rainer's death. After Rainer explained in an Instagram video on the 30th of December that he was actually alive, the video, The End and a New Beginning, Welcome 2016, appeared on January 1st. In it, he explains that the idea of faking his death did not come from him. In addition to the planned renaming of his channel to Dragon, he also gives the following reason for doing what he did. Es tut mir leid, dass ich diese Aktion machen musste, aber zum einen wollte ich euch damit mal zeigen, wie uncool solche Aktionen sind. Und ich wollte einfach mal darauf aufmerksam machen, dass solche Sachen nicht witzig sind. Die meisten Leute haben darauf ziemlich gepisst reagiert. Und es ist verständlich und richtig. Man soll darauf auch gepisst reagieren, weil sowas ist völliger Schwachsinn und sowas macht man nicht. Und wie gesagt, es soll jetzt keine Ausrede und so weiter sein. Ich habe damit Scheiße gebaut, das weiß ich. Das war aber in dem Fall Absicht, weil ich einfach einen kompletten Abschluss fürs letzte Jahr finden wollte. He also announces that he will let his hair grow this year. Rainer then renamed his Twitter and YouTube account to Dragons and streamed on YouNow, where he also defended his decision to fake his own death and insulted the moderators. Ich sag's dir, Vollidiot, noch einmal. Nicht ich bin derjenige gewesen, der das Ganze mit dem Ich bin tot gemacht hat. Das waren die Hater. Ich bin nur darauf eingestiegen. Noch einmal, Lord gibt es nicht mehr. Mein Kanal heißt jetzt Drache und nicht mehr Drachenlord. Die Moderatoren sind faul, dumm und machen nichts mit diesem Scheißdreck. Und ich habe echt keinen Bock, mich auf einer Seite rumzudrücken, wo nur Scheiße passiert und die Moderatoren zu faul sind, was zu machen. Also on this day, the ASB Express launched. This was another blog that would report news of Rainer's life and online presence, similar to the Altschauerberg Anzeiger from now on. On January 2nd, Drachenlord's 2015 Year in Review, thanks for over 15,000 subs, 2 was released. In the video, he addresses the major events of the past year and then explains he is now in contact with KuchenTV and other YouTubers. When Rainer streamed that day, he went back to his Rip Dragon video and complained about the haters. Warum hast du dich totgestellt? Die Hater haben angefangen. So. Wir haben jetzt hier tausende Arschlöcher wieder, die dieses verfickte Lülülü schreiben, ihr Wichskribbel. Ja, und ich beleidige jetzt hier so lange rum, wie es mir passt. Wenn es dir nicht passt, verfick dich aus meinem Stream, Alter. Die Namen mancher User, das ist der nächste Punkt. Die Namen mancher User sind sowas von abscheulich und idiotisch. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendeinen Namen hat, wie Rainer fickt, was weiß ich, oder Rainer lutscht Schwänze oder sowas, dann frage ich mich im Nachhinein immer, warum kriegen diese Menschen, diese Hurensöhne, wie einer hier gerade heißt zum Beispiel, Rudi Toder Hurensohn, warum kriegen diese Menschen nicht einen kompletten IP-Bann und einen kompletten Bann, dass die auf diese Seite nie wieder zugreifen können? Oder, dass die einfach komplett rausfliegen, ihr Account gelöscht wird und alles, was sie machen, geflogen ist, ja? Ich muss, bei mir ist das Problem, weil ich so groß schon bin und weil ich so bekannt bin, vor allem auch in der Metal-Szene, muss ich da mit Wacken reden, ob ich da die Möglichkeit bekomme, VIP und so weiter zu machen. Weil sonst habe ich ein Riesenproblem. On January 3rd, Rainer again cut his own hair in a video. Also, Rainbow Sheep uploaded a video showing the entries of the logbook contained in the Liar's Treasure. Apparently, haters in 2015 had managed to capture the Liar's Treasure on video shortly before it was stolen. On January 4th, Rainer hosted a spontaneous cooking stream in the middle of the night. Later, Dragon Monday, episode 11, A New Year, was released. In it, Rainer announces that he intends to publish 2 books this year.
One of the two books he claims to have written already in 2014, during the time when he had no internet. On January 5th, Rainer opened his second Teamspeak server. This one had been provided to him by the YouTuber Takaishi. The atmosphere was similar to Rainer's first Teamspeak server. The participants on the server were mainly haters who tried to suck up to Rainer. However, as soon as Rainer left a room, they started making fun of him behind his back. Someone pretending to be the Dragon Defense warned Rainer that the Teamspeak was full of haters. As a result, he was banned. Ach, hier ist die Drachenlord. Bitte lösche den TS, hier sind nur Hater unterwegs. Weißt du was? Stopp. Warte mal. Wie geht's dir? Ruhig. Hallo. Folgendes. Es sind nur Hater unterwegs. Okay, tschüss. User in your channel was banned. On Teamspeak, Rainer also mentioned that his second hamster had died in the meantime. On January 6th, the YouTuber Tanzverbot published a challenge for Drachenlord. Even the YouTuber KuchenTV, who had originally taken a stand against the trolls, was now on the server to troll Rainer. On January 7th, Rainer closed his Teamspeak server again. Rainbow Sheep would report a few days later in a video what exactly had happened. Rainer had closed the server, presumably out of mistrust of the admins. When Rainer was on a server with other YouTubers the next day, he finally realized that they didn't like him either. Thereupon, he reacted angrily and offended. Servus, Drache. Kannst du noch mal kurz rausgehen, bitte? Wir reden hier gerade ein bisschen ernstes Thema. Werde ich ja wohl noch zuhören dürfen. Ja, nee, wir haben ein kleines Privatgespräch. Ist wirklich nichts für dich, Drache. Ja, private Probleme mit Michael. Könntest du bitte rausgehen? Unter Erwachsenen macht man das so. Erwachsene, wenn du dich für Erwachsene verhältst, dann reden wir nochmal. Ja gut, also lieber Drache, würdest du bitte rausgehen? Ich habe hier ein wichtiges Gespräch kurz zu führen. Unter 6 Augen. Drache, ich glaube, der redet nicht, wenn du drin bist. Deswegen, das wäre echt besser, wenn du kurz rausgehst. Ich denke, er wird schon in diesen 5 Minuten nicht viel ausrichten können gegen deine Präsenz hier auf dem Teamspeak. Deswegen. So siehst du aus. Habe ich auch nicht gedacht. Ja. Hast du nicht gedacht. Ja, aber er will ja sonst nicht reden. Ich will jetzt wissen, was er will, genau. Verfolg mich doch nicht immer. Ich bin doch jetzt extra aus dem Channel gegangen, um dir die Ruhe zu lassen. Wenn ich meine Ruhe gewollt hätte, wäre ich rausgegangen. Ja, dann geh doch bitte raus. Ja, Drache, ich move dich gleich wieder rein sofort, okay? Danke. Schnell. Bis gleich, Drache. Buddy was moved out of your channel. Also der versucht das schon so zu machen, dass er mehr Abonnenten rausbekommt und mehr Push, aber er checkt halt nicht, dass jeder von unserer Community und jeder von eurer Community weiß, dass wir das überhaupt nicht ernst meinen. Es gibt keinen, der das ernst meint. Es gibt keinen, der diesen Typen ernst nimmt. Aber der ging uns nach 2-3 Tagen schon richtig derbe auf den Sack. Das sind jetzt erst 2 Tage, der ging mir schon nach 2 Stunden derbe auf den Sack. Zunächst mal, was hast du mir bitte zu erlauben? Außerdem, wenn ich hochkommen wollen würde, dann würde ich hochkommen. Ich habe gerade... Ja, wir hatten gerade ein Gespräch unter... Hey, was ist denn los, Mann? Ja, Alter, was ist denn los mit dem? Da geht halt aber echt jedem hier auf den Sack. Keine Ahnung, der kam nur einmal auf den PS. Er meinte, er will gar nicht mit Drache chillen, weil er meinte, dass er keinen Bock hat, sich irgendwie, dass er hinter Adresse von ihm geliebt wird oder so. Ja, guck mal, zum Beispiel ist die Sache. Wohlstandsmüll, kannst du irgendwie dafür sorgen, dass der Spacken mich nochmal anschreibt? Ach, warte. Vergiss es, hat sich schon erledigt, ich kann dir blocken. Weinst du gerade? Wein nicht gerade, du Spasti, Alter. Ich rede und mit Leuten... Jetzt heul doch nicht rum, ein bisschen erwachsener Verhalten einfach. Erwachsener, verhalte dich lieber mal selber erwachsen. Buddy left your channel. Oh Gott. Mein Gott. Later, Rainer streamed on YouNow and complained that the other YouTubers did not support him in his fight against the haters. After that, the stream degenerated into a string of insults and threats. Ich weiß genau, dass Kuchen und all die anderen Kasper hier gerade zuschauen. Wisst ihr, dass ich mit dem Scheiß seit 2 Jahren zurechtkommen muss? Und ich eigentlich versucht habe, mit eurer Hilfe aus diesem Scheiß rauszukommen. Und ihr kommt her
Nö, ist mir gerade zu heikel. Ich komme mit dem Scheiß seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren, knapp 3 Jahre sind es jetzt schon bald schon. Ey, gut, wenn euch dieser Hate zu krass ist, dann bitteschön, leckt mich am Arsch. Und wenn ich alleine mit dem Rücken zur Wand gegen tausende Leute stehe, dann stehe ich alleine gegen tausende Leute mit dem Rücken zur Wand, das ist mir egal. Ich habe mal gesagt, dass ich glaube, dass ich zur Legende werde. Und ich glaube das auch wirklich. Nicht irgendwie, weil ich denke, dass ich anders bin oder krass bin oder sonst was. Sondern ich denke das deswegen, weil einfach ich gegen diesen ganzen Hate, gegen diesen ganzen Hass alleine stehe. Mir ist es egal, wie viele Menschen hier mich lieben oder mich hassen. Ich bin derjenige, der alleine gegen alle steht. Und wenn das nicht ausreicht, tja, dann tut's mir leid. Habt ihr hier eben nichts verloren. Ich habe keinen Heuschnupfen, ich heule. Ich bin ein echter Mann, ich stehe zu dem, was ich sage und was ich mache. Wenn es bloß heulen ist, Alter. Lösch dich, fick dich, Alter, und lösch dich selber, du Gesichtskrapfen, Alter. Du hast keine Ahnung vom Leben. Um ehrlich zu sein, wenn ich wirklich Fans habe, wo sind sie immer? Hä? Meine Kommentare sind immer für den Arsch. Ich habe ständig euch Assi-Kommentare. Die Fans halten nicht zusammen, obwohl ich versuche, eine anständige Community aufzubauen, in der sich jeder hilft. Und worum es eigentlich immer gegangen ist, ich wollte immer, dass ihr euch einander helft. Ich wollte, dass die Menschen endlich begreifen, wie scheiße Assi alle Menschen sind, die nur auf ihr eigenes Wohl bedacht sind. Nächster Selbstmordversuch. Was ihr nie verstanden habt, ist, dass ich keinen Selbstmord mache, weil das ist feige. Ich komme mit dem ganzen Hass klar. Ich stehe gegen den ganzen Hass. Ich werde nie Selbstmord begehen, weil ich niemals aufgeben werde. Und für RBS würde ich im Leben keine Träne vergießen, Alter. Wenn der irgendwann mal an seiner eigenen Dummheit verreckt, Alter, weil seine Kuh zu dumm ist, dass er zum Schnaufen kommt, dann werde ich feiern, Alter. Werde ich eine Party aus seinem Tod machen, Alter. Oh Mann, Selbstmitleid. Geh doch einen Klinik und helft dir, Alter. Das heißt, ihr piss dich aus meinem Stream und hau ab und komm nie wieder, Alter. Keine Ahnung, von wegen Selbstmitleid, Alter. Solchen Typen wie dir hau ich gerne immer aufs Maul. Du hast nichts verstanden, bitte verlass uns. Was hast du schon jetzt vor? Keine Ahnung. Die Hater umbringen? Macht gelegentlich mal Laune. On January 8th, the YouTuber Takai Ishii, who had also talked Rainer into getting the Teamspeak server, posted a video about a boy suffering from leukemia. Rainer then uploaded the video Leukemia, Blood Cancer, Please Help, drawing the attention of his community of mainly haters to Takai Ishii's video. This led to Takai Ishii having to delete the video. After a meltdown on Twitter, Rainer began deleting all of his tweets individually and temporarily set his YouTube videos to private. This was followed by a stream on YouNow that consisted mainly of insults. Fick dich und lösch dich selber, du Spasti, Alter. Alter, ich bin ein Drache, du Wichsgesicht, Alter. Mach mir die Augen auf. Hast du das Sperma in den Augen, oder? Was das Hackfressen Arschloch von Takaishi macht, interessiert einen Scheißdreck, Alter. Ich wollte helfen und dann kommt so eine Scheiße raus, Alter. Ihr seid Arschlöcher, Alter, ohne Ich hoffe, alle, die da irgendeine Scheiße abgezogen haben bei dem Armen, Alter. Ey, ich hoffe, alle hier verreckt alle eines grausamen, schmerzhaften Todes, Alter. Ich hab noch nie Menschen so gehasst, oder generell noch nie gehasst. Im Gegensatz zu dem Zeug, Alter. Man prügelt zu die Hater, ich prügel gleich dich, Alter. Meine Meinung hat mehr Gewicht als du, weil ich habe über 6.000, 7.000, 8.000, 15.000 Zuschauer. Schau ich besiegt aus. Bin stärker als je zuvor, ihr Affen, Alter. Ich stehe allein gegen Tausende, das ist Metal, Alter. Ich stehe alleine im Krieg, Alter, das ist Metal, ihr Wichser, Alter. Ihr habt keine Ahnung, was echter Metal ist, Alter. Ihr behauptet, Regenbogenschaf ist ein echter Mettler. Ihr sagt doch immer, dass der nicht beleidigt, ey. Beleidiger, wenn man beleidigt, Alter, ist es Metal, weil es aggressiv ist, krass ist, extrem ist. Das ist Metal, Alter. Leben und Tod ist Rainer Winklers. Ich schieb dir das Ding in den Arsch, Alter. Dann schauen wir mal, wer lebt und wer tot ist, Alter. Ich kann dir mal mit meinen Metal-Stiefeln in den Arsch treten bis zum Anschlag, Alter. Hast meine Schuhe, hast mein Bein aber bis zum Knie im Arsch, Alter. Wobei, lieber nicht, hinterher stehst du noch drauf. Und bevor ich einen Hater heirate, Svensson, fick ich lieber meine Schwester, Alter. Ich hab 130 Kilo, du Wichser, Alter. Halt die Schnauze. Nur weil du 190 Kilo hast, musst du nicht immer von dir auf andere schließen.
Wenn ihr mich hassen wollt, dann hasst mich eben, aber dann tut's bitte richtig. Und zwar in großer Masse. On January 9th, the video, Drachenlord Needs Coffee and Eats the Cam, was released. In it, Rainer announces he will release more vlogs and stream on YouNow until his birthday in August. He claims that the site's operators contacted him and assured him that they would consider his suggestions for improvement. On January 11th, Rainbow Sheep uploaded the video, Part 4, Twilight of the Gods, Degeneracy. In it, he presents the visit video from December 27th of last year and advises Rainer to stop his activities on the internet. On January 12th, the video, Cake Destroyer Thanks for Everything People 3, appeared. In the video, Rainer is amazed at the number of views his videos receive and, in response to KuchenTV or Cake TV, calls himself a cake destroyer. Then he reveals that his internet is currently throttled. On this day, Rainer also uploaded the video DM Doesn't Come, Fuck A, in which he explains that he can't upload the Dragon Monday because his ISP throttles his upload rate. However, he claims to have paid his bills. On January 14th, Rainer streamed again on YouNow. Wie viel verdienst du mit YouTube? Leck mich am Arsch, als ob ich über mein Geld spreche. Das geht dich an Scheißdreck an. Du hast keine Fans. Warum glaubt ihr immer, dass es mich interessiert, ob ich Fans habe? Ohne Scheiß. Das ist doch ein Fehler in eurem kranken Verstand, dass es mich interessiert, ob ich Fans oder Hater habe. Leute, ihr schaut mir zu. Warum interessiert es mich, ob ihr Hater oder Fans seid? Begreift ihr nicht? Ich krieg Kohle dadurch, dass ihr hier zuschaut. He also claimed that his hamster was hibernating, although on Teamspeak he had told that both of his hamsters had already died. Wie geht's deinem Hamster? Die hält Winterschlaf. Hamster! Halte Erik! Was? Eigentlich keinen Winterschlaf, wenn's warm in der Wohnung ist. Ja, Winterschlaf, der Hamster will Winterschlaf halten. Ja, natürlich für ihn. Und deswegen hat er die Temperatur im Zimmer, die er braucht, und da hält der Winterschlaf. Then, Rainer took a call from a hater and showed his viewers the phone number. Das kannst du gerne machen, aber dann rufe ich die Polizei, weil du mich hier belästigst und noch dazu mein Profilbild in deinem Video verwendest, in deinem Zeug verwendest. Also ich will mir gut überlegen, was du machst, du Lappen, Alter. Leck mich am Arsch, du Spasti, und jetzt stirb in der Hölle an qualvollen, grausamen, verbittungslosen Tod. Tschüss. On January 15th, there was a morning stream on YouNow. There, Rainer asked viewers to hate KuchenTV instead of him. Then, he commented on what his family and friends thought of his online presence. Sondern denkt lieber drüber nach, was eure Familie und eure Freunde von euch halten. Das ist das Wichtige. Mir persönlich ist sogar mittlerweile das scheißegal, weil ich meinen Weg dahin gehen werde, wo ich hin will. Ich habe einen Traum, ich habe ein Ziel, und diesen Weg werde ich so lange gehen, bis ich diesen Traum und dieses Ziel erreicht habe. Oder bis ich sterbe. Vielleicht mag das an diesen ganzen Animes liegen, die ich immer schaue oder immer geschaut habe, früher schon. Ich glaube, ich habe abgenommen, so wie meine Hand gerade aussieht, Alter. Das ist voll muskulös irgendwie, ich weiß auch nicht. Hier sieht man voll die Adern und die Knochen. Arschlöcher wie die Hater sollten nicht studieren. Die sollten irgendwo auf dem Bau arbeiten und den ganzen Tag Steine klopfen. Denn das würde ihrem IQ entsprechen. Dass Menschen, die studieren, Hater sind, halte ich für sowas von asoziale Arschgesicht. Das ist... Boah, Alter. Later, the video, More Infos Than Expected, appeared. In the video, Rainer declares to be sick once again. Rainer had managed to turn even the few YouTubers who were still willing to be in touch with him against himself. Rainer interpreted this as betrayal and took refuge in fantasies in which he, undefeated, fought as a lone warrior against the rest of the world.